Also, ich bin die BJ Lips, kurz BJ, und ich zeichne jetzt schon seit 10 Jahren, wenn ich nicht falsch liege, ja. Um ehrlich zu sein, hat das bei mir klein angefangen und ich fand den Stil total toll mit den Animes und Mangas, bin dann irgendwann nur ins Zeichnen abgerutscht und ich finde einfach dieses Kreative hilft mir, mich zu entspannen, auch in Stresssituationen, selbst wenn es nur eine kleine Skizze ist. Und ich finde, ich brauche das einfach, weil man dann nicht so unbedingt in der Realität bleibt, sondern man kann mal weg vom ganzen Stress, von dem Leben an sich und kann sich dann was ganz anderes mal angucken und selber auch das Kreative, irgendwas zu erschaffen, ist auch total toll als Gefühl dann. Und vor allem, wenn man dann noch Leute trifft, die dann sagen, sie finden das toll, das ist nochmal anspornender für mich, seitdem ich zum Beispiel auf Conventions gehe. Also mein aktuelles Werk ist Of Liars in Mad Men, Era X Eternity. Das ist der zweite Teil von der Reihe Of Liars in Mad Men und ich weiß nicht, ob ich dann nochmal einen Teil mache. Auf jeden Fall geht es eigentlich darum, es ist eine Fortsetzung vom ersten Band und meine beiden Charaktere, Mamo und Kiss, gehen durch eine Trennung gleich am Anfang und dann gibt es einen Zeitsprung 4 Jahre später und sie treffen sich auf Mamos Hochzeit wieder. Und was dann passiert, müssen Sie selber lesen. Also ich bin, um ehrlich zu sein, gar nicht so bei den großen Profis dabei, sondern es gibt einen professionellen Zeichner, das wäre Old Sieng. Den kennen, glaube ich, auch relativ viele Leute. Und so, ansonsten bin ich eher sozusagen bei den Amateuren, auch mehr im internationalen Bereich, zum Beispiel Muki000. Mein ganz großes Idol, wirklich Riesenidol. Auf Twitter oder Tumblr, kann man mal nachgucken. Und ansonsten, sie spielt sehr viel mit den Farben, auch im Moment ihr Stil geht sehr in diese Richtung. Und sie zeichnet verschiedene Gesichtstypen und vor allem ihre Gesichter inspirieren mich und sie hat super Anatomie. Und Anatomie ist bei mir total wichtig und sie macht wirklich tolle Anatomie und ihre Skizzen. Ich wünschte, ich könnte so skizzieren wie sie. Also sie macht das wirklich so leicht und so einfach und ihre Skizzen sehen schon so sauber aus und bei mir ist das so, haha, ich übe das. Aber sie ist ein echt großes Vorbild, auch was die Farbwahl angeht. Das da so in die Richtung, das wäre schon ganz geil, wenn man da irgendwann mal hinkommt. Ich war und bin immer noch ein riesengroßer Bleach-Fan. Und ansonsten, ich lese One Punch Man, 10 Count. Ich weiß es gar nicht. Und dann von Old Sieng zum Beispiel 19 Days oder Their Story. Das ist glaube ich auch eher ein Webcomic, so in die Richtung. Das ist aber trotzdem total schön. Also sowas in die Richtung eher, ja. Also ich finde, die Szene steht gar nicht so schlecht da. Natürlich, es gibt immer so kleinere Sachen, wo man so sagt, Aber ich finde es zum Beispiel super gut, dass in der deutschen Szene so viel Wert auf Originalität gelegt wird, dass es nicht so um Fanart geht. Ich bin jetzt nicht komplett gegen Fanart, aber ich finde es toll, dass die meisten Leute eher was Originelles sehen wollen, weil ich das erst nur kannte, ich bin in der internationalen Szene groß geworden und kannte das nur so, Fanart hier, Fanart da, das verkauft sich am besten, bla bla. Und dann bin ich in die deutsche Szene gekommen und war so, alle Leute interessieren sich für deine Charaktere, möchten lieber sowas sehen und ich finde das total toll. Und die Leute sind eigentlich bisher alle auch mega nett. Also ich habe jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich habe Leute getroffen, die sind unglaublich unfreundlich. Also überhaupt nicht. Und ich finde auch, also unsere Cosplay-Szene ist echt mittlerweile nicht schlecht. Also ich bin teilweise so, wir haben echt gute Cosplayer hier. Ich war beeindruckt bei einigen. Ich bin aktiv auf Facebook unter BJ Lips, einfach in die Suchleiste eingeben. Ich bin auf DeviantArt, auch mit BJ Lips, dann Instagram, Twitter, Tumblr, also mich kann man eigentlich wirklich fast überall finden. Also nach der Buchmesse, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, ob ich das mache. Ich möchte auf jeden Fall mehr Illustrationen machen, große Illustrationen. Ob ich die drucke, ist dann immer, was mir gefällt, drucke ich. Und ansonsten, ich hatte vielleicht vor, irgendwann ein Artbook zu drucken, weil mir das mega Spaß gemacht hat. Ich habe in einem teilgenommen und möchte das eigentlich gern weitermachen. Ein kleines, aber vielleicht so 20, 25 Seiten. Und ich möchte mich gerne mehr mit Rasterfolie auseinandersetzen, weil Rasterfolie habe ich zum ersten Mal in meinem ersten Dushi benutzt und war da komplett neu. Und ich habe mir gesagt, ich möchte das echt gerne lernen, weil ich finde Rasterfolie total schön, wenn man das richtig kann. Das habe ich eigentlich vor, ja.